Vater hat sich kurz nach der Wende erst einen Ford gekauft und danach einen Volvo und hat immer davon geschwärmt irgendwie. Und ich bin halt als People immer mitgefahren und dann habe ich auch noch eine Ausbildung bei Volvo angefangen. Und da bin ich irgendwie auf der Marke hängen geblieben. Ja. Eine Zeit lang noch woanders gearbeitet und dann aber wieder zurück ins Autohaus nach 3 Jahren. Und da war ich dann bestimmt noch mal 8 Jahre im Autohaus und nur Volvos gemacht. Und ja, wie gesagt, also irgendwie drauf hängen geblieben. Früher habe ich immer gesagt, oh, so ein Ding will ich mir nie kaufen. Viel zu behebe, viel zu komische Optik, irgendwie war nicht meins. Ich war mehr so VAG-Schiene gewesen. Ich habe einen Caddy gehabt, einen 1er Caddy, ich habe einen Scirocco gehabt. Mit denen war ich happy und ja. Und irgendwann kam es dann aber. VW Scirocco, den habe ich relativ lange gehabt. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich da kaum noch mitfahre. Dann war auch das Geld knapp, wie es manchmal so ist, beruflich voll eingespannt, Meisterschule gemacht, sowieso keine Zeit. Und dann habe ich den Scirocco verkauft, habe dann auch keinen VW mehr gehabt, habe dann noch so mein Alltagsauto gehabt irgendwie und immer so viel zu tun gehabt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist die Halle hier wieder frei, jetzt könnte ich mir eigentlich mal einen Oldtimer zulegen. Und dann war es so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, so ein Schweden eigentlich kennt sich mit aus, bisschen im Internet, wie das so ist, Instagram, YouTube, ihr seht, was die Schweden so machen. Und dann dachte ich so, naja, so als Low-Budget-Projekt ein billig Oldtimer fahren ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, war auch zwischendurch mal in Hamburg gewesen, habe mir da einen Benziner und Turbo angeguckt. Und das Ding war so durchgegammelt gewesen, das war so ein Rosthaufen. Da bin ich dann mit einem leeren Hänger hin und mit einem leeren Hänger wieder zurückgefahren. Und dann habe ich weitergesucht und wie das immer so ist, klingt jetzt vielleicht doof, aber sitzt du auf Klo, scrollst ein bisschen eBay Kleinanzeigen und dann habe ich geguckt und dachte ich so, das ist er. Sieht auf den Fotos gut aus, alles da, die Chromleisten, das hat mich gleich überzeugt irgendwie und dann habe ich den angerufen, war auch schwer den zu erreichen, das war ein Imker gewesen, der war immer total busy. Und dann habe ich den irgendwann erreicht, dann haben wir uns da getroffen, auch mit Verspätung, da war der Schlüssel nicht da und dann haben wir da ewig rumgesessen und gewartet. Und naja, der stand halt da, also ich hatte das Gefühl, der stand irgendwie 2 Jahre da nur unter einer undichten Regenrinne und sah erstmal schlecht aus, aber wenn man so ein bisschen runter geguckt hat und ein bisschen drin, er war vollständig auf jeden Fall, es war alles da, nicht verbogen. Augenscheinlich erstmal kein großer Rost, am Unterboden war vielleicht was gewesen und ein Batteriekasten, aber das war alles nicht so schlimm. Und dann habe ich den geholt. Also mit dem Auto zu fahren, das ist wie eine Reise in die Vergangenheit irgendwie. Also da setzt dich drin, erstmal dieses ewig lange Vorglühen, bis du überhaupt starten kannst. Dann der ganze Sound, das ist laut. Heutzutage setzt dich in ein Auto und machst den Motor an und merkst ja nicht, dass er an ist und dann fährst du los. Klar, das ist irgendwie für den Alltag ist das was Schönes. Du fährst wie auf Schienen, das Auto macht auch viel selber und so. Aber mit so einem alten Ding, das ist was anderes. Und ich muss sagen, der ist so wie er da steht, ich sag mal zu 80% Originallack. Also da mussten wir gar nicht so viel dran machen. Und ich sag mal so, in der ersten Ausbaustufe war es ja so gewesen, dass der Motor ja relativ stino aussah.
Die Ausstattung war eine Originale drin, da war halt bloß erstmal den ans Laufen zu bekommen, weil der einen Motorschaden hatte, als ich ihn gekauft hatte. Da waren Löcher im Block gewesen, also da ging es richtig wild umher, das ist alles voll rausgeballert und da war auch überall Öl im Motorraum und so. Deswegen war ja dann auch erstmal die große Frage, habe ich mir einen gebrauchten Motor besorgt, gebrauchten Motor gebaut und dann ist die Frage erstmal, ja, was macht denn die Einspritzanlage, funktioniert überhaupt, funktioniert es dann mit dem Getriebe, vielleicht hat es auch Schaden genommen, sollte er erstmal so billig wie möglich sein. Und aber als ich dann gemerkt habe, dass der Motor nicht anspringt, der neue, habe ich erstmal richtig Down gehabt, habe dann lange rumgebastelt und war dann irgendwann auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nur noch die Einspritzpumpe sein. Habe die dann zum Bosch-Dienst gegeben und in Rücksprache mit dem, der hat mir dann auch Fotos geschickt. Da hat er mich gefragt, warum ich das Ding in Wasser eingelegt habe. Er hat gesagt, wie in Wasser eingelegt? Naja, innen drin total alt verrostet gewesen. Also da reicht bei so einem Diesel bloß ein kleines Leck und der zieht sich die Luftfeuchtigkeit drin und dann rostet da drin alles. Ne? Und dann hat er da echt viel neu drin gemacht, hat mir die auch abgestimmt auf einen etwas höheren Druck an den Düsen und ein bisschen höheren Ladedruck. Und habe ich die wiederbekommen, gestartet und der lief gleich Astabone, super geil. Getriebe hat gleich super geschaltet, da war ich auch sehr froh gewesen. Aber da hatte ich nochmal gut Geld versenkt im Endeffekt. Und zur gleichen Zeit sind wir ja mit Daniel, seinem Porsche 356, sind wir mit dem zum Ultrace gefahren. Und da dachte ich so, Alter, was ist denn das? Das ist ja der Hammer. Will ich auch. Und dadurch, dass ich da schon jetzt durch die Einspritzpumpe mehr Geld drin gebuttert hatte, als ich eigentlich wollte, habe ich gesagt, jetzt machst du, da kommt jetzt ein Airbag drin und da kommt Felgen drauf und jetzt machst du das Ding richtig geil. Und ja, so ist es dann gekommen. Ja, also wo ich so echt Bedenken hatte, das war der Airbag-Einbau. Das war echt ein großes Ding. Also da findet man nichts. Die meisten Schweden, die stehen auch so über den Dingen, sag mal. Wenn man die auf Englisch dann anschreibt aus einem anderen Land, dann kriegt man entweder ja keine Antwort oder eine doofe. Und also ich will nicht sagen, dass die alle doof sind. Ich hatte jetzt beim Ultrace auch, haben wir auch so viele Schweden getroffen, die so super nett waren. Das war so eine Erfahrung gewesen, das war echt der Hammer. Aber da waren echt welche dabei, wenn ich die angeschrieben habe und gefragt habe, wie hast du das gemacht, kannst du mir da irgendwie mal ein bisschen weiterhelfen oder so? Da kam nichts. Also ging nicht. Und dann habe ich Fotos geguckt und mal so die schwedischen Shops mal durchsucht. Was gibt es denn überhaupt? Und wie könnten die das machen? Fotos. Und dann habe ich herausgefunden, dass das macht auch jeder ein bisschen anders, aber eine recht einfache Variante ist, dass man das auf BMW E46 auf der Vorderachse jedenfalls umbauen kann. Der hat jetzt quasi Federbeine vom E46 vorne drin, mit Uniball, Sturzdomlager, die man aber in Schweden bekommt. Von XTR Performance heißen die, genau. Die bauen so spezielle Parts für BMW mittlerweile viel und auch für die Volvos, für die alten. Und Hinterachse war auch nochmal ein Thema. Da hatte ich auch echt überlegt, ob ich die Adapter, du hast ja dann den Luftbalg, den einzelnen, da habe ich auch viel gemessen und hin und her und die macht und getan. Und da war dann auch die Frage, wie machst du denn die Anbindung an die Karosserie und an die Achse, wie kriegt man den Luftbalg daran? Da habe ich auch echt überlegt, habe auch Bilder gesehen im Netz, wo Leute sich dann was mit einer Platte geschweißt haben oder mit einem Rohr und dann was rausgeschnitten haben. Das fand ich aber alles nicht so schön irgendwie und habe mir dann selfmade so eine kleine Oberfräse gebaut und habe mir Alublöcke, so Rundblöcke aus Aluminium im Netz bestellt und habe die dann so zurecht gebastelt, dass die jetzt quasi als Abstandshalter oben und unten und die Anbindung dann sind quasi. Genau. Und Stoßdämpfer war auch eine lustige Sache für die Hinterachse. Der war ellenlang gewesen und ich dachte mir, warte mal, ich brauche einen kürzeren, weil sonst reißt es dir ja, wenn du den auf der Achse nimmst, den Luftbalg so doll immer auseinander. Und auch wenn du mal doll ausfederst oder so. Also bin ich in den Keller gegangen und da habe ich vom Caddy noch einen Koni-Dämpfer gehabt. Die sind eigentlich im Käfer drin. Die von Bullock Style haben die damals für den Caddy angeboten. Und ich habe noch die beiden Stücke gehabt von dem Caddy, den ich mal hatte. Und habe die dann darin gebaut. Noch ein bisschen umgeändert mit den Hülsen. Die waren ein bisschen zu klein gewesen für 8er. Ich habe es für 10er gebraucht. Aber habe ich auch noch umgebaut. Und jetzt sind die da drin, die Dinger. Die habe ich die Koni-Dämpfer. Den Caddy, wann habe ich den tiefer gelegt? Da war ich 18 gewesen, jetzt bin ich 40. Und die fahren. Und die kannst du noch härter einstellen, alles super. Einmal frei.
Mittlerweile rosten die auch ganz gut. Also ich bin eine Zeit lang davon ausgegangen, Rost haben die eigentlich keine Probleme, die 700er, 900er. Aber mittlerweile kommt es doch durch und ich habe auch schon Modelle gesehen, wo der ganze Schweller durchgerostet ist. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ansonsten sind es echt gute Autos. Da muss man auch wirklich nicht viel für können. Also wenn man, viele nehmen die Kisten, um durch den Wald zu hacken, um quer zu fahren, so eine Sachen. Die holen sich dann hier einen mit einem Turbo. Da kannst du auch den Soft-Turbo nehmen, den kriegst du relativ easy auf so 150, 160 PS gepitcht irgendwie. Und ja, da kannst du mit so einem Ding auch Spaß haben. Also, und wie gesagt, reparaturfreundlich. Der Motor, der hat Platz vorne, du hast Platz zum Schrauben. Das ist eigentlich alles und ringsrum geht nicht viel kaputt. Die Hinterachse ist super stabil, da ist nichts. Vorderachse ist auch simpel aufgebaut, kann man auch alle bewerkstelligen. Also ist alles eigentlich kein Problem. Weißt du, treibt jetzt die Preise für die Kisten wahrscheinlich wieder in die Höhe, aber es ist nun mal so. Ich habe ja früher auch schon also ich habe eigentlich mehrere Volvos schon gehabt, auch immer diese alten, diese 700er und 900er. Mit eben bin ich mal in Urlaub gefahren mit der Dachbox und dann haben wir nur im Auto gepennt. Das machen auch viele Leute. Das kannst du super machen. Ich habe damit auch Wohnwagen gezogen. Wir sind quer durch Schweden gefahren mit einem Volvo und einem Wohnwagen hinten dran. Also das kannst du alles machen. Aber das Highlight, wie gesagt, beim Ultra-Race, das war wirklich gewesen, die Schweden, die auf mich zugekommen sind. Wir sind da angekommen, wir sind auf das Gelände gefahren, sind eine Schräge hochgefahren, so ein Parkdeck hoch und da sind mir schon gleich 5 Schweden entgegengerannt. Also was heißt entgegengerannt gekommen? Die haben gesehen, dass ich komme, haben sich vor das Auto geschmissen, wir haben gleich durchs Fenster gequatscht. Die haben gesagt, die haben mich schon gehört, als ich hochgefahren bin, da wussten die schon gleich, was das für ein Auto ist. Die wussten genau, hier kommt ein Volvo angefahren und dann haben die halt auch noch ein Foto, da gucken die 5 Typen da in meinen Motorraum drin. Also so viel Anerkennung und Respekt von den Schweden zu bekommen, weil die ja wirklich mit den Autos groß geworden sind und die da zu Mass haben, ist echt ein Hammer. Da kam auch einer auf mich zu, der hat ganz lange mit mir gequatscht, der war auch hellauf begeistert. Ein Zuschauer, auch aus Schweden und also war einfach nur der Knaller. Das war richtig gut. Also, ja. Ja, was natürlich auch, wo man auch drüber reden muss, ist eigentlich der Kofferraumausbau mit dem Holz. Also was Martin da gemacht hat mit seinem Kumpel Paul, das haben sie echt schön umgesetzt. Also Martin hat aber auch gleich immer wieder zurückgegeben, hat gesagt, ja, aber du hast die geile Idee gehabt und da musst du ja erstmal drauf kommen und so und die haben es einfach gemacht und das war richtig der Knaller. Auch ganz großer Dank geht an Patrick, mein Lackierer. Wir haben den Scheibenrahmen zusammen gemacht, oder besser gesagt, er hat ihn fast alleine gemacht. Der war so doll verrostet gewesen, der war fast durch. Da hat er nochmal ordentlich Hand angelegt und das mit der Dose lackiert und du siehst kaum Übergänge. Also da muss man wirklich schon ganz genau wissen, wo das ist. Das war auch wirklich, das hat er auch wirklich schön gemacht. Da freut mich auch super drüber. Na, erstmal an die Familie auch auf jeden Fall, dass die das überhaupt möglich machen. Manja und mein kleiner Kalle, dass die immer für mich da sind, dass sie mich auch lassen, dass sie mich auch einfach gehen lassen. Gut, wir machen es halt so, dass ich meistens, wenn der Kleine im Bett ist, dann gehe ich halt in der Garage, schraube dann noch 3 Stunden bis 23 Uhr oder so. Aber auch die Wochenenden, wo man auf Treffen fährt und so, da bin ich so froh drüber und da bin ich ihnen auch unendlich dankbar. Da meine Kumpels Daniel, der mir auch das mit dem Chrom ermöglicht hat, der hatte da einen an der Hand gehabt, das war auch wieder über Martin gewesen. Benno, der mir geholfen hat mit dem Airride-Ausbau, das habe ich mit Benno mal abends zusammen gemacht habe. Eigentlich so voll auf die Schnelle und irgendwie total chaotisch, aber trotzdem hat es super gut geklappt und sieht auch gut aus. Also bin ich dem auch nochmal großen Dank schuldig und ja, also das sind so die Hauptpersonen, die immer da bei dem Auto da für mich dabei waren. Irgendwie.
Also ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Wenn es euch gefallen hat, na klar, lasst einen Kommentar da.